Hallo, jetzt bin ich angekommen nach der langen Fahrt aus Berlin in Hannover und sind jetzt hier gleich bei den Blue Studios im Studio und gucken mal, was der Dieter sich überlegt hat, um die Aufgabe erfolgreich zu lösen und wie er das ganze Thema Politessen, Politeure und was dazugehört darstellen will, damit das alles positiv rüberkommt und sich Menschen angesprochen fühlen, doch den Beruf des Politeurs oder der Politesse auch ausüben zu wollen. Und wie er sich das gedacht hat und was da zusammen gehört und wie es zusammenhängt und was geplant wird, das gucken wir uns jetzt gleich mal hier an, hier drin, und es ist schon ganz kalt und deswegen kann ich auch nicht mehr richtig sprechen, weil ich dann immer sowieso schon undeutlich spreche. Was würde denn passieren, wenn jeder, der ein Auto hat, da parken könnte, dürfte, wo er wollte? Und da habe ich mir überlegt, wenn zum Beispiel ein Auto den Zugang zu einer Kirche versperren würde. Ja, hier oben sind so Türme und das ist alles aus Quadern. Ein Mauerwerk und so weiter und so weiter. Und dann hast du hier, weiß ich nicht, eine Politesse zu stehen und das Ganze teilt sich ja dann ganz oft oder so. Hast du hier eine Tür und dann hast du hier, im Prinzip würde ich das so machen, mir vorgestellt, dieses Auto würde, wir wollen ja auch einen Hingucker produzieren, wir wollen nicht einfach nur irgendwie ein Parkauto fotografieren, sondern das würde ich da hochkant reinsetzen. Ne? Dass hier ein Auto hier so hochkant an der Wand parkt. Und dann ist da die Politesse, die steht hier, ganz normal steht hier und schreibt den auf. Und damit ist die Politesse, die diesen Job macht, so eine Art Alltagsheld. Ja. Aber müssen wir denn ja quasi als Composing machen, weil das kriegst du ja so nicht fotografiert. Genau. Sie werden das so ein bisschen, ich habe eine Kirche im Auge, die habe ich mir location-seitig schon mal angeschaut. Und dann werden die entweder, ich habe das Auto fotografieren von oben, so ein bisschen, dass wir rechts dagegen gucken, dass man hier von dem Auto mehr Seitenansicht hat als von dieser Seite. Auch auf die Motorhaube wird es noch ein bisschen strahlen. Es würde so ein bisschen Kopflicht auf der Person machen, die hier steht. Dass wir hier eine Lampe haben, die hier auf den Fußboden geht, dass wir hier so ein bisschen Reflexe kriegen. Das ist der Fußboden hier, der dann auf uns so ein bisschen zuzukommen scheint. Das wird ein bisschen weitwinklig werden. Und wir brauchen das hier auch, damit die Person, die hier ist, auch ein Licht kriegt, dass man die Klamotte von der Person, die hier steht, auch vernünftig sieht. Die hat dann wahrscheinlich irgendwie so ein Gerät in der Hand, wo man diese Parktickets mit ausfüllt und so weiter. Dann müssen wir dann Klamotten besorgen, müssen ein Model finden, das, sag ich mal, die soll nicht alt sein und soll auch nicht jung sein, die soll kein ganz junger Mensch sein. Und jeder, der irgendwie potenziell in diesem Job irgendwie arbeiten möchte, soll sich da irgendwie so wiederfinden. Willst du sie denn da an der Kirche fotografieren? Oder nee, wir werden das in mehreren Layern machen. Also einmal gibt es die Aufnahme vom Gebäude, die dann noch postproduktionsmäßig noch bearbeitet wird, damit es also ein bisschen so einen dunklen Style bekommt und gleichzeitig aber auch schön und interessant und eindrucksvoll daherkommt. Ich suche ein Motiv, das irgendwie ganzjährig funktioniert. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich ein großes Gebäude nehme wie eine Kirche und was auf dem Kirchenportal, dann sind wir raus aus dieser Diskussion. Ja. Ist das im Frühjahr, genau, oder ist das im Sommer oder so? Warum kommt da die Oma nicht irgendwie zu ihrem Gebet rein oder warum kann die Familie nicht am Sonntag dahin gehen, wenn sie das will, wenn die gläubig sind? Und irgend sowas. Da denke ich mal, ist ein gewisser Tabubruch drin, wenn ein Auto vor einem Kirchenportal parken würde. So. Mal abgesehen, dass das technisch nicht geht, aber wir wollen, wie gesagt, wir wollen einen Hingucker produzieren. Ja, also muss es tatsächlich so aussehen, als wenn das Auto tatsächlich auf der Wand oder auf dem Ding kleben würde und da parken würde. Und die ist ganz lässig, die ist also gar nicht so erstaunt, sondern die ist da, wo sie ist. Und wir brauchen ja 3 Lampen, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine von links, eine von rechts und eine, die hier quasi das Licht vom Kreuz... Genau. Wir haben noch neu diese Pro-Foto-Blitze, dann lass uns die doch mal. Ja, ist doch cool. Mit der Sony arbeiten, auch wenn wir das im Halbdunkeln dann irgendwie, so stelle ich es mir zumindest gerade vor, dass das alles im Halbdunkeln passiert, dann sind wir, denke ich, mit der Sony ganz gut dabei. Das ist eine gute Idee, lass uns das mal so machen. Bam! Wir fahren jetzt zur Petrikirche in Hannover, die sieht nämlich ganz cool aus. Da sind mir so 1, 2 Sachen eingefallen und das Beste und Sinnbildlichste fand ich dann irgendwie eine Kirche oder ein Kirchenportal, dass ein Auto dann da stattfindet. Jeder da drauf guckt und sagt, da kann man nicht parken. Das macht man einfach nicht. Also da braucht man gar kein Parkverbotsschild, das macht man einfach nicht. Diese Ornamentik hier, die werden wir wegnehmen. Die bauen wir ab, weil das ist zu typisch und das lenkt nachher auch tierisch vom Motiv ab. Also mal gucken, wie ich das mit dem 24er, 35er, das ist echt ein bisschen knapp. Also wir kombinieren hier nicht nur
Perspektive und Story, sondern wir kombinieren auch verschiedene Lichtsituationen miteinander, sodass wir am Ende eine perfekte homogene Lichtlösung kriegen, die zueinander zu passen scheint, auch wenn alles aus mehreren Layern besteht. Also da oben, da wo jetzt dieser Stern ist, da muss einer mir eine Lampe hinhalten, die in die Kamera reinblitzt in meiner Perspektive, damit das Licht, das jetzt schon auf dem Auto oder auf dem Auto passiert, dass das von da tatsächlich kommt. Jetzt ist da kein Licht, aber da muss daher ein Blitzlicht passieren, damit sich das sozusagen mit dem anderen Teil des Layers, nämlich mit dem Auto, damit sich das verbindet. Auch meine Politesse, die nachher wahrscheinlich hier stehen wird, so irgendwo hier so stehen wird, braucht auch das Licht von da als Gegenlicht, das auf sie fällt, dass sie einen Schatten wirft nach unten, damit das Ganze echt wird. Und das ahmen wir im Studio dann mit demselben Licht nach. Eigentlich ganz einfach. Alle laufen weg. Weg! Aber es ist halt auch durchgezeichnet. Ne? Ich meine, ich könnte noch ein bisschen von hier kommen, aber ich muss das symmetrisch. Wenn ich es asymmetrisch mache, sieht das scheiße aus. Wenn ich jetzt mit der Kamera weiter von rechts komme und das Tor, dann sieht das wie gewollt und nicht gekonnt aus. Das ist Mist. Das bietet sich bei so einem Gebäude ja auch an. Da geht man nicht asymmetrisch drauf. Dann muss man irgendwie das alles anders machen. Mal höher. Ja gut, reicht schon. Ja! Spitze. Gehen wir noch ein Stück zurück. Noch weiter. Oh, super. Ja! Yes, Alter. Richtig gut. Sieht super aus. Fertig. Wir machen heute das Shooting für die Politessen und Politeure. Bist du mein Superstar auf dem Bild, der hier Recht und Ordnung für alle einhält, damit nicht irgendwas Blödes passiert. Und ja, da musst du dich hier so ein bisschen auf den Fond stellen. Licht habe ich schon soweit eingerichtet. Dein Blick ist so ein bisschen da, irgendwie darüber, wo die Styroplatte ist, so ein bisschen weiter oben. Das Auto steht ja auf einem Podest. Und guckst da hin und denkst, so geht's nicht, mein Freund. Ja? Und dann hast du hier dein Gerät, da kannst du dann so, tipp was ein, kannst du verschiedene Bewegungen machen. Ich muss die immer so ein bisschen von der Seite sehen, du kannst auch mal so machen und gucken, aha, okay, welches Nummernschild, kann ich das überhaupt erkennen? Da wäre so verschiedene Einstellungen, aber die Drehung bleibt immer ähnlich. Du darfst dich nicht zu weit drehen, ist von der Achse irgendwie blöd, weil das Auto ist da. Und du musst schon so 3/4 sein, aber du musst immer ein bisschen aufpassen, dass du dich so rüberlehnst, dass ich immer noch ein bisschen was von dir sehe. Und du musst das Kinn ein bisschen anheben, damit ich ein bisschen was von deinem Gesichtsausdruck habe. Das ist es im Wesentlichen. Okay. Wir haben zwei ganz normale Aufsteckblitze von ProFoto 2A1, die so ein Zangenlicht machen, was schön Britzel auf der blauen Jacke macht und die Reflexstreifen ein bisschen rausholen, dass es alles ein bisschen cool und ja, so aussieht, als wenn man im Dunkeln da irgendwelche Straßenlaternen oder Scheinwerfer, die dich angeleuchtet hätten, irgendwie kommen können. So irgendwie ist grob die Idee. Okay. Also, liebe Vanessa, alles gut so. Guck mal da ein bisschen hoch. Wahrscheinlich ist irgendwie so der Punkt, würde ich mal sagen, so die Styroplatte, die schwarze. Und auch so ein bisschen auf die obere Ecke gucken. Na, mindestens dahin. Ja, das kommt schon ganz gut. Mach mal die Hand in die Hüfte, so ein bisschen, als wenn du sagst, verdammt nochmal hier. Weißt du, so, den hier. Ja, genau. Jetzt bist du aber, ja, jetzt guck aber dahin, so ist gut. Und den Kopf da hinten hin. Also Oberkörper mehr zu mir drehen. Genau, und Kopf zu dem Ding. Genau. Kopf mehr nach links. Genau. Dreh mal Kopf mehr nach rechts. Dreh mal den Oberkörper mehr von der Seite und den Kopf ein bisschen nach rechts drehen. Also zur Styroplatte hin. Sehr gut. Ja. Mal mit der linken Hand auch was machen, dass sie nicht so inaktiv ist. Genau. Ja, ich brauche da im Prinzip nur so einen echten, so einen Move, wo man drauf guckt und sagt, das könnte funktionieren. Das kriegen wir sowas. Wie super. Das ist ganz einfach. Hier hinten ein bisschen einpieken und dann passt das schon. Klamotten sind super, genau. Ja, das ist ja immer so, wenn du dir das genau überlegst, wie du das haben willst und die Sachen nicht so schwer zu machen sind, dauert es auch nicht lange. Das ist nun mal beim Fotografieren so.
Ja, wir sind hier heute bei der Firma E-Tower in Garbsen. Die haben ja nur die fetten Schleifen rumstehen, also nur den geilen Scheiß. Und wir machen heute den McLaren, der fehlt uns. Und es fehlt noch ein Auto im Portal. Und das ist wichtig, dass wir die Fotos so machen, dass das Licht zur Außenaufnahme passt, damit sich das alles harmonisch einfügt. Der steht sowieso richtig. Okay, dann gehen Tracy und ich mal hoch. Ne? Muss wahrscheinlich noch ein bisschen mehr seitlich kommen. Wahrscheinlich da, wo der andere steht. Sowas. Und dann nimmst du die beiden ein bisschen weiter runter, parallel. Ja, das kommt so langsam ganz gut. Und auf der einen Seite ist das eben hell, leer oder hell. So abfallend, ne, von oben nach unten. Als ich die Aufnahme skizziert habe, habe ich schon gezeigt, wie das Foto wird. Wenn man das vorher schon weiß, dann braucht man nicht so viele Fotos machen. Das ist eine relativ sparsame Sache. Dieses Motiv besteht aus mehreren Scheiben, sozusagen aus mehreren Schichten, aus mehreren Ebenen, die einzeln bearbeitet werden müssen und zueinander komponiert werden müssen, in ihrer Tiefenwirkung und so weiter. Ich finde es immer schön, wenn man die Sache zu Ende bringen kann. Deswegen gehört Postproduktion für mich essentiell dazu, damit ich hinterher sagen kann, das ist so, wie ich das, genau so, wie ich das haben wollte. Da gibt es bestimmt Leute, die können das viel besser als ich und die hat man aber manchmal nicht parat. Also glaube ich, dass ein guter Fotograf auch einen gewissen Part an Bildbearbeitung mit übernehmen muss. So, das war die 3. Folge von Making of die Fotografen-Challenge. Dieter Sieg hat ordentlich einen hingedeckt, wie ich finde. Mehrere Aufnahmen, umfangreiches Composing. Und das Geile finde ich auch bei ihm, dass tatsächlich nachher das Bild so rausgekommen ist, wie er es schon vorher skizziert hat. Das ist das, was konzeptionelles Arbeiten ausmacht. Das kann sicherlich nicht jeder und deswegen bin ich ganz begeistert, wie er doch die Aufgabe gelöst hat. Das finale Bild, wie es dann ganz zum Schluss aussieht, zeigen wir euch nächste Woche. Gemeinsam mit dem finalen Bild von Daniel George, der in der 2. Sendung Kuh und Pferd fotografiert hat. Welches Motiv es nachher werden wird, zeigen wir euch nächste Woche. Wieder einschalten, Samstag, 19 Uhr. Wir freuen uns. Vielen Dank. Hier abonnieren oder da abonnieren, irgendwo abonnieren. Das wäre toll. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Liebe Grüße. Bleibt gesund.